2.199 €. Ja, als ich das Fahrrad eben gesehen habe, habe ich zum Nico gesagt, da bin ich ja Kummer gewohnt, das kostet bestimmt 3,5. Und da hat er gesagt, da hat er nur kurz mal gelacht und hat gesagt, naja, so viele kriege ich wahrscheinlich nicht von dem, denn es wird das meistverkaufte Einstiegsbike sein überhaupt mit einem Bosch Performance Line Motor, der drin ist. Ja, hier ist Nico Ockenfels, Desert heißt es. Desert Orange. Ich merke, du bist heute sehr kreativ. Desert Orange. Na, was heißt kreativ? Wenn ich jetzt sehe, Leute kommen ja rein und fragen, was kriege ich für 2.000 €, da könnte man sagen, ja, das hier kommt hin ungefähr. Ja, also wir müssen bei dem Modell einfach sagen, das ist ein absoluter Preisknaller. Klar, Cube, die Marke, ist sehr preisaggressiv, aber das, was ich für diesen Preis hier bekomme, macht manch anderer Hersteller noch gar kein E-Bike. Die meisten beginnen erstmal so in der Preisregion 2,5, 2,6. Hier habe ich ein Rad für diesen Preispunkt, wie eben schon gesagt, 2.199 € mit dem aktuellsten Bosch Performance Motor und einem 500 Wattstunden Akku. Es gibt dieses Modell so gesehen auch noch für 2.000 € mit 400 Wattstunden Akku. 2.000 mit 400 Wattstunden. Genau. Oder sogar mit 625 Wattstunden für 2.400 €. Modell nennt sich Reaction Performance. Performance deswegen, weil der Performance Motor drin ist. Alle anderen Reaction Modelle, weiß vielleicht der ein oder andere, sind ja alle mit dem Performance CX Motor. Heißt, wenn wir jetzt auf das Pro Modell beispielsweise gehen oder das One ist das direkt darauf folgende von dem hier, hat dann schon einen Performance CX Motor und kostet dann nochmal 100 € mehr. 100 € mehr. Genau. Es gibt aber, ist aber trotzdem ein toller Motor, der Performance. Also man muss immer dazu sagen, wir sind hier in der Einstiegspreislage und klar kann ich sagen, ich will trotzdem den stärksten Motor. Das bietet auch nur Cube, weil meistens haben wir einen Performance CX wirklich erst ab einer Preisregion 3.000 € und Cube bietet diesen schon ab einem Preisgefüge von 2,3, 2,4. Das ist also auch nochmal eine ganz klare Ansage. Hier geht es aber darum, viele sagen, okay, die extreme Leistung brauche ich nicht, mir reicht der Performance. Der Vorteil des Performance-Motors ist es halt auch wirklich, dass er deutlich leiser ist. Also er ist wirklich mit der ruhigste Motor. Wir sehen ihn auch ganz stark im Trekkingrad-Segment, wo man auch diese Leistung nicht unbedingt braucht, aber im Großen und Ganzen halt wirklich einen vernünftigen Motor mit einer Lautstärke, die wirklich sehr angenehm ist, weil klar, desto mehr Leistung, desto lauter wird halt auch ein System. Das große Thema Mittreten des Motors, ist das hier nicht mehr so? Nee, das haben wir ja mit der Generation, also sprich schon im Modelljahr 2020, ist ja Performance und Performance CX komplett entkoppelt. Und von daher haben wir das nicht wie bei den Generationen davor. Genau, weil wenn ich jetzt nämlich zurücktrete so ein kleines bisschen, dann ist dann Widerstand beim Rücktritt mit dabei. Wenn du es mal gerade machst, man hört auch ein bisschen was. So ein leichtes Säuseln kommt dann. Das ist aber, ich sag mal, wenn der 25 km/h erreicht hat, dann koppelt der Motor aus. Genau, der koppelt komplett aus. Also auch der Übergang ist absolut harmonisch. Das merke ich noch niemals unbedingt. Und hier ist halt wirklich, gerade beim Performance-Motor zu sagen, dass er wirklich einen guten Kompromiss einfach halt auch bietet. Gerade Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es muss nicht immer ein CX sein. Ich weiß, die Kunden lieben den CX. Aber für denjenigen, der das wirklich sehr hobbyorientiert macht oder sagt, Mensch, ich will ab und zu mal mit der Family fahren, muss ich sagen, ist das wirklich mehr als ausreichend. Ja, es hat eine ganz tolle Optik. Cube hat ja angefangen, diese Matt-Optiken in Sand, die ja zunächst mal den teuren Modellen vorbehalten waren. Wir haben uns das Ganze ja mal angeguckt vor rund 1,5 Jahren in der Fertigung. Da standen die ja noch nicht, ich sag mal, die waren noch so im Vorschlag, im Design. Jetzt sind sie da und für 2.200 € kriege ich eine Optik. Das ist toll, oder? Das heißt, es sieht nach viel mehr aus. Also das Konzept bei Cube ist auch folgendes. Wir haben generell bei jedem Modell 3 verschiedene Farben. Es gibt dieses Rad unter anderem noch in einem Schwarzton. Also jedes Cube-Rad gibt es gefühlt auch immer in Schwarz. Auch in Matt dann? Es ist, glaube ich, dann auch matt, ja.
Und dann gibt es das Ganze noch in einem Blaufarbton, da ist es aber glänzend. Ich finde die Farbe absolut herausragend. Wir kennen sie auch schon bei den Vollgefederten, da gefällt es mir auch sehr, sehr gut. Das Orange ist jetzt natürlich so ein bisschen Geschmackssache, aber es hebt sich dann halt einfach ab. Der eine oder andere wird sagen, das passt nicht zusammen von der Farbe, aber da ist ja... Das ist an 2 kleinen Stellen, das konnte ich jetzt abkleben zur Not. Natürlich halt auch. Klar, auch von der Bereifung her, wir haben hier einen Reifen mit der braunen Seitenflanke. Wir kennen ja diese klassisch hellen Seitenflanken, diese Skinwall. Schwalbe bietet hier verschiedene Farbtöne mittlerweile für die Hersteller. Aber steht ihm unglaublich gut. Es steht ihm wirklich gut. Also wenn das die Reifen ganz schwarz wären, wäre es wieder eine ganz andere Optik. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir die Farbe persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt und die Kunden, die sie jetzt gesehen haben, auch wirklich positiv davon überrascht sind, wo wir es vorher vielleicht immer nur mal im Katalog oder Ähnliches gezeigt haben. So, ich schaue mal ganz kurz auf das Display. Wir haben noch 13 Fahrräder, es rufen immer mehr Leute an gerade. Und ja, wenn Sie jetzt es bestellen, bekommen Sie ein zweites Rad gratis dazu. Nein, Spaß beiseite. Lieferfähigkeit von dem Fahrrad ist auch schwierig. Heute Morgen warst du noch nicht so gut gelaunt, aber das wird immer schwieriger, Ware zu besorgen. Lieferfähigkeit ist so quasi so das böse Wort jetzt bei uns, kann man sagen. Ja, tagtäglich, also ich glaube, dass wenn es darum geht, welchen Begriff hast du in diesem Jahr 2020 oder für 2021 oder 2022 dann verwendet, dann ist es wirklich der Punkt Lieferfähigkeit. Wir haben es in jedem Kundengespräch, es sei denn, es geht wirklich nur um ein Rad, was jetzt physisch hier ist. Aber die Lieferfähigkeit ist ein ganz großes Problem. Also egal, um was es sich dreht, das spiegelt sich mittlerweile halt auch auf Komponentengruppen, ob das Faltschlösser oder Körbe oder Ähnliches ist. Die Beschaffung ist halt der große Punkt. Und wir können natürlich nichts anderes machen wie planen, aber die Hersteller bzw. die Produzenten müssen halt auch Räder bauen. Und wir sind immer noch in der Corona-Zeit mit Einschränkungen etc. Und auch in der Phase, wo wir jetzt sind, hier im November, Dezember, macht es für die Industrie nicht unbedingt einfacher. Dennoch bekommen wir tagtäglich eigentlich Ware, aber wir empfehlen jedem im aktuellen Zustand, und das sieht man natürlich halt auch wirklich in den aktuellen Zeiten, wo ich sage, November ist bei uns der ruhigste Monat vom gesamten Jahr. Das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Also wir haben November wie früher, sage ich mal, ein guter Mai oder sowas, weil die Leute mittlerweile auch wissen, dass sie, wenn sie ein bestimmtes Rad halt haben wollen, das jetzt nicht direkt auf die Schnelle bekommen, gerade wenn sie es dann auch bei einem Händler vor Ort haben möchten. Ja, das sehen wir dann halt auch schlussendlich dann im Webshop, wenn Räder dann doch mal da sind, dass sie, wenn sie hier nicht verkauft werden, relativ schnell über den Webshop dann auch weg sind. Ist das Rad noch zu haben, was hier steht? Das ist noch zu haben, ja. Das habe ich jetzt unten aus der Ausstellung gegriffen. Wir sind ja froh darüber, dass wir manche Räder haben. Wir können wirklich auch vom Gesamten her sagen, dass wir da wirklich gut beliefert werden. Nichtsdestotrotz ist es einfach die Nachfrage, die sehr hoch ist. Und das weiß man natürlich nie, wenn man seine Planung für das Jahr macht. Und wir waren da wirklich auch sehr euphorisch und hoffen natürlich einerseits, dass es so bleibt. Aber die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass sie wirklich länger warten müssen, wenn sie ein bestimmtes Fahrrad in einer bestimmten Größe oder Farbe haben wollen. Also wenn wir jetzt sind wir im November, wenn wir jetzt sagen, okay, Ihr Fahrrad kommt ich sage jetzt mal Mai, dann ist das jetzt kein schlechter Scherz, sondern dann ist das halt auch einfach so. Ne? Genau, stell's mal gerade auf das Hinterrad, dann zeigen wir mal, denn es handelt sich hierbei trotz des Preises von 2.199 € genau, das Hinterrad mal hochheben, denn auch hier habe ich diese Intube-Technik mit drin, wo der Akku im Unterrahmen verschwindet. Und das ist wirklich schon Hightech. Mittlerweile gehen sogar die Klappen zu. Vor 2 Jahren, als wir gemacht haben, da haben wir immer rumgefummelt. Mittlerweile ist das Home Run. Ja, liegt nicht ganz auf. Mit einer Hand ist es gerade ein bisschen ich weiß. schwer. Ist nicht schlimm. Also es ist nämlich hier unten gar nicht drin. Okay. Das weiß der Nico nicht. Und deswegen etwas höher, Nico. Höher? Zu dir? Zu mir? Ja, glaube ich. Oder auch nicht. So, jetzt mit einer Hand ist schwierig, gell? Ja, mit einer Hand ist schwierig. Warte, ich stell's mal hin. Weil das geht wirklich super einfach. Genau, jetzt so. Sagen wir es mal.
Hier, jetzt, ich hab's. So, das war's. Schlag drin. Genau. So, das heißt, normalerweise muss man das auch gar nicht öffnen. Es ist der Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, den Akku woanders zu laden, habe da keine Steckdose, zum Beispiel in der Garage, da macht das Sinn. Genau, also hier macht es wirklich Sinn, wenn ich sage, ich muss jetzt in den 5. Stock oder ähnliches, dann muss ich den Akku rausnehmen. Aber ansonsten gehen wir immer über die Ladebuchse, die sich hier unten befindet. Nico, ich habe eine kleine Bitte, wenn du nochmal gerade den Deckel nochmal abnimmst und nochmal drauf machst, weil sonst glauben die Leute wirklich, weil du eben gesagt hast, das geht ganz einfach. Es geht wirklich einfach, das war runter und das war wieder... Das Thema ist immer, der obere Mechanismus ist wirklich super einfach gemacht. Man muss hier unten einfach die Führung halt auch richtig treffen und dann ist das Ganze halt auch kein Problem. Wenn man das dann etwas blind macht, ist das ein bisschen schwieriger. So. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt einen zweiten Akku mitnehmen würde, ich könnte den einfach jetzt in den Rucksack machen. Preis 800, 900 Euro, was kostet der? Bei einem Intube-Akku jetzt in der Version liegen wir ungefähr um die 700 Euro, sage ich mal. 700 Euro. Könnte ich mir einen zweiten Akku kaufen, dann auch längere Touren machen mit Volllast. Das würde gehen. Prima. Ja, tolles Fahrrad. 2.199 Euro mit 500 Wattstunden Akku. Du korrigierst mich, mit 400 Wattstunden Akku. 1.999. 1.999. Haben wir nicht geplant, also man kann es auch nicht mehr nachbestellen. Cube ist Das macht keinen Sinn, das will keiner haben, oder? ausverkauft, weil die meisten einfach 500 Wattstunden haben wollen. Deswegen haben wir auch bewusst nicht gesagt, wir müssen unbedingt auf 2.000 Euro gehen. Für 200 Euro mehr habe ich den größeren Akku und es ist wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Auch hier einen 625er zu nehmen, macht für uns relativ wenig Sinn, weil so viel wird derjenige dann auch nicht fahren. Das haben wir wirklich eher bei den höheren Preislagen, die dann nochmal ambitionierter sind. Und man muss immer dazu sagen, also die letzten Jahre sind wir immer gut mit 500 Wattstunden klargekommen. Ich komme hier im Schnitt zwischen 70, 90 Kilometer bei einem guten Mix. Ich kann aber auch 120 Kilometer weit kommen. Fahre ich natürlich nur im Turbomodus, ist es schneller leer. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist der 500 Wattstunden Akku für den klassischen Hausgebrauch ein Top-Produkt. Gute Wahl. Ja, wir sind bei WeCycle in St. Wendel und ihr habt 2 Ladengeschäfte, eins in Riegelsberg, die Saarländer werden es kennen, in der Nähe von Saarbrücken, das zweite in St. Wendel, so zwischen Trier und Saarbrücken, Genau. Ganz grob, sage ich jetzt mal. Und ansonsten hast du einen Webshop, den betreibst du schon seit über 10 Jahren und dort sind alle Fahrräder drin. Da kann ich mich auch über die Lieferfähigkeit informieren, wenn ich Anfragen habe. Du hast ja gesagt, du kannst die Fahrräder erst dann reinstellen, wenn du sie wirklich hast. Also da Fahrräder, so die kommen bald, das kannst du vergessen, oder? Ja, wir arbeiten natürlich halt auch durchaus mit Lieferterminen der Hersteller in unserem Webshop, aber die gibt es aktuell nicht, weil Hersteller wie jetzt bei uns Cube oder auch Scott sind komplett ausverkauft und wir können nur mit den Produkten arbeiten, die wir auch geplant haben. Ne? Das ist auch bei den Händlerkollegen so, weil einfach die Nachfrage so groß ist und auch der Hersteller irgendwann mal sagen muss, okay, so viel kann ich bauen und mehr geht halt auch nicht. Das muss man wirklich halt einfach bedenken. Super, ja. Vielen Dank, Nico Ockenfels. WeCycle in St. Wendel, ansonsten auf wecycle.de, so wird es geschrieben. Wir drehen heute ich gucke mal schnell auf die Uhr, am 24. November 2020 tatsächlich in St. Wendel heute. Tschüss, danke. Ciao.